Warum werden Kinofilme eigentlich mit 24 Bildern pro Sekunde abgespielt? Schauen wir es uns einfach einmal an. Wenn du ins Kino gehst und dir einen Film ansiehst, dann siehst du pro Sekunde 24 Bilder. Bei den meisten Filmen, manche haben ein bisschen mehr Bilder pro Sekunde, aber die meisten Filme haben 24 Bilder pro Sekunde. Das ist ein sogenannter Quasi-Standard. Es hat nie wer gesagt, ja, machen wir 24 Bilder pro Sekunde und das ist jetzt so. Nein, das hat sich entwickelt. Wie hat sich das Ganze entwickelt? Naja, schauen wir mal ein bisschen zurück. Wie die ersten Filme aufgekommen sind, ja, hat man nur Handkurbelkameras gehabt. Das heißt, die Kamera, der Film wurde per Hand weiter transportiert. Analoges Filmen geht so, ich habe ein Bild, das wird belichtet, dann habe ich das nächste Bild, das wird belichtet und so weiter und so fort. Da habe ich alles Mögliche gehabt. Da habe ich 12 Bilder pro Sekunde gehabt, 20 Bilder pro Sekunde gehabt, 60 Bilder pro Sekunde. Es war aber auch eine Kostenfrage, weil je mehr ich drehe, je schneller ich drehe, desto mehr Film brauche ich. Und Film war teuer. Gerade bei einer Produktion. Ich meine, Geld kostet das nichts, wenn ich da was aufnehme. Weil ich muss mir nur eine Kamera kaufen und eine SD-Karte und ich kann aufnehmen, so oft ich möchte, bis die SD-Karte kaputt wird. Aber damals hat man wirklich pro Meter Film gezahlt. Und darum hat man geschaut, dass man für den Film so wenig Material wie möglich braucht. Mit dem Aufkommen des Tonfilms ist es aber notwendig geworden, dass der Ton und das Bild synchron laufen, sogenanntes lippensynchrones Aufnehmen. Das heißt, wenn ich den Film mit einer Handkurbel weiter bewege, habe ich Unregelmäßigkeiten drinnen. Ja, einmal langsamer, einmal schneller. Was beim Stummfilm egal war, dann hat halt der Klavierspieler ein bisschen schneller spielen müssen. Beim Tonfilm geht das nicht mehr. Weil, wie gesagt, der Ton muss parallel zum Film laufen. Und die Tonspur war auf der Filmspur drauf. Also nicht auf der Filmspur, es war eine eigene Spur am Film, die sogenannte Lichtspur, wo der Ton mit aufgezeichnet wurde. Und das hat gleich sein müssen. Weil das merkst du sofort, wenn der Ton schneller oder langsamer wird. Weil dann auf einmal redest du schneller und dann redest du wieder viel langsamer. Und da hat man sich auf irgendetwas einigen müssen. Und 24 Bilder pro Sekunde war das Minimum, wo die Flüssigkeit nur gegeben war, das heißt, der Film lief noch flüssig ab, aber ich habe nicht so viel Filmmaterial gebraucht. Das heißt, die Meter pro Sekunde, was ich da noch vorkurbelt habe, war überschaubar. War weniger als bei 30 oder 60 Bildern pro Sekunde, was damals auch schon technisch möglich war, aber nicht gemacht wurde, rein aus Kostengründen. Und so haben sie diese 24 Bilder pro Sekunde etabliert. Das Ding ist, wir haben es heute noch, aber aus einem anderen Grund, weil wir es gewöhnt sind. Wir sind es gewöhnt, Filme mit 24 Bildern pro Sekunde zu sehen. Es gibt Filme, die mehr Bilder pro Sekunde haben. Zum Beispiel der Hobbit 48 Bilder pro Sekunde oder Avatar 60 Bilder pro Sekunde. Merkt man aber sofort, weil die Bewegungen nur immer flüssig ausschauen oder noch flüssiger ausschauen als mit 24 Bildern pro Sekunde. Wir sind es nicht gewöhnt, ja, es fällt uns auf, wenn wir das sehen. Es ist eigentlich wurscht. Ja. Es schaut realistischer aus mit 60 Bildern pro Sekunde, aber wir sind es einfach so gewöhnt, dass wir ins Kino gehen und unsere Filme mit 24 Bildern pro Sekunde sehen. Der Standard wird gerade auf 30 Bilder pro Sekunde oder 29,97 Bilder pro Sekunde angehoben. 29,97 Bilder, keine Ahnung warum, aber es werden schon immer mehr Filme mit 30 Bildern pro Sekunde produziert, weil das ist ein guter Mittelweg zwischen flüssiger Bewegung und doch nur so das alte Kino-Feeling, das ich habe. Also 24 Bilder pro Sekunde, warum haben wir es? Weil wir es gewöhnt sind und weil die Tonspur zum Film parallel mitlaufen musste.